Easy. Ich habe mich eben mit einer Frau unterhalten, die kam rein mit einem Easy und hat gesagt, sie ist in ganz Deutschland abgefahren, um die Farbe, den Motor, die Ausstattung zu bekommen, hat den Service jetzt bei euch machen lassen. Sie hat gesagt, da wackelt nichts, das funktioniert, da klappert nichts. In Hamburg wären alle Easys ausverkauft. Ist das eine neue Seuche, die Easys? Oder? Ich sag mal so, das ist einfach das beste Kompaktrad, was es so auf dem Markt momentan gibt, ne? Ohne es jetzt wirklich zu übertreiben, weil halt die Fahreigenschaften bewährter Rahmen, den es seit über 15 Jahren gibt, einfach das Rad ist, wo von der Fahreigenschaften extrem gut den Leuten gefällt. Leicht, gut manövrierbar. Also die meisten schreiben drunter sauteuer. Das ist so eigentlich so der Hauptkommentar, wenn du drunter bist, hat aber ein bisschen was damit zu tun, grüß dich Tobi, dass die Leute einfach sagen, so ein China-Rad kriege ich ja, so ein Kompaktrad für 700 Euro. Das sieht auch so ähnlich aus, hat auch zwei Räder, aber das war es auch schon, ne? Das war es dann auch schon. Da wirst du mit Sicherheit nicht mit so viel Gesamtgewicht unterwegs sein dürfen. Also bei den Easys, wenn wir zur XXL-Variante noch kommen, da hast du ja bis 180 Kilo Gesamtgewicht, was zulässig ist. Ansonsten sind wir bei was, bei 140. Jetzt sind wir, weil es die 23er Modelle sind wir jetzt mit dem neuen System, Bosch E-Bike System 3, und wir haben nicht mehr 140 Kilo bei den normalen Easys, sondern 150 schon. Was Und ist hier verbaut für Motor? CX? hier ist der neue Performance Line verbaut, der leise, stromsparend unterwegs ist mit den neuen 75 Newtonmeter. Also wie der alte CX, der vorige Performance Line hat ja 65 Newton gehabt. Ne? Also ich bin ja mal einen Yamaha gefahren, PWST, gegen einen EP8 und witzigerweise, der eine hat glaube ich 75 und der andere hat 85 und der Yamaha hat sich stärker angefühlt wie der EP8. Das ist so, also das hängt ja auch von der Ausprägung ab. Aber der 75er hier, das war mal ein Mountainbike-Motor, ne? Genau, also den hat man ja damals auch schon mit den 65 Newton oder wird er jetzt heutzutage noch bei den Hardtails verwendet, weil 65 Newtonmeter, das ist schon Leistung ordentlich. Ne? Und mit 75 hat man dem Ganzen nochmal ein bisschen extra Power, nochmal ein bisschen Punch noch nach hinten raus spendiert, weil man halt gesagt hat, komm, das ist das Rad, wo die Leute am meisten mit runterfahren. Also das ist halt auch das Hauptrad von Hat der Tretwiderstand noch? Wenn der Motor aus ist? Nee. Die entkoppeln. Motor musst du halt anlassen, aber nach 25 ist der quasi entkoppelt, ja. Entkoppelt. So, jetzt sieht man hier Größe 20 Zoll. Was haben wir? Genau, Easys alle immer mit 20 Zoll. Auch früher schon, wie sie ohne Motor waren, immer 20 Zoll. So, jetzt das System, der ist jetzt platzsparend verbaut. Neue Pedale oder bilde ich mir das nur ein? Doch, also, wir haben viele Verbesserungen gegenüber 22 und 21. Ne? 21 ist ja eigentlich ein Facelift nur gekommen, wo hintere Strebe begradigt wurde und die Lampen wurden stärker. 23 ist man jetzt hingegangen, hat diese Sachen gelassen und hat dann noch die neuen Pedale. Die sind verwindungssteifer, das heißt, wenn ich hier Druck drauf gebe, brechen die nicht so nach seitlich so leicht aus. Also das ist hier ein Gelenk drin und wenn ein Gelenk da ist, muss das ja immer ein bisschen stabiler sein und das hier ist komplett, guck mal, wie das gelagert ist. Also das ist ein Bombenpedal mit diesem Asphalt. Gibt es hier auch entsprechend einzeln? Ja, die haben wir auch in unserem Kompaktrad Easy-Räumchen. Da haben wir ganz viele von den Pedalen. Die kosten 59,90 Euro. Top-Pedal. Kann man auch für andere Bikes rein. Ich glaube, da nehme ich mir direkt mal welche mit, weil ich die nämlich fürs Mountainbike brauche. Das Problem ist, ich habe natürlich gerne Stollenpedale drin, keine Frage, aber du kennst das, du willst ins Wohnmobil reinmachen, Pedale sind im Weg und die kannst du super einklappen und die Pedale sind ja der Hammer. Ja, also ich finde es auch auf dem Heckträger, finde ich super. Ich habe einen, da wenn du wirklich 4 Räder drauf packst, musst du dann halt das, was am nächsten an der Kofferraumklappe steht, musst Pedale mal abmontieren. Hier kannst du schnell rumklappen. Und da die breite Auflage, guck mal. Die breite Auflage, genau, das wollte ich gerade sagen. 43, 44, wird dann schon langsam knapp mit kleinen Pedalen. Und hier kannst du richtig noch. Und guck mal, wie das einrastet. Das ist geil. Wenn ich das nochmal raushole, hör mal. Ja. Das schnarrt richtig rein. Ne? Also das ist schon ein Qualitätsprodukt, dieses Pedal. Gut, das macht auch den Preis aus, das Pedal vom Fahrrad. Was kostet das Fahrrad? Das kostet jetzt 4.599 Euro. Echt? Die Kenner werden sagen, oh je, nochmal 300, 400 Euro mehr. Ja, stimmt. Aber Pedale, größerer Akku. Nehmen wir die 4500, sondern 545 Wattstunden. Ne? Das ist wegen dem neuen System halt. Diesmal auch das Abus Rahmenschloss mit dabei. Das war vorher aufpreispflichtig mit ca. 90 oder 100 Euro. Ist jetzt hier inkludiert. Wir haben einen breiteren Secure-Sattel. Vorher war das der M, jetzt ist hier der L-Sattel, der ein bisschen nochmal komfortabler ist. Ne?
Ja, und wir haben andere Griffe, die neuen GP1, die hier so ein bisschen mehr gewölbt sind. Man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit so einem Birkenstock-Fußbett. Ne? Ist das hier auch nochmal mehr ausgeprägt, dass der Handballen quasi mehr unterstützt ist. Ne? Es ist mehr ein Mofa wie ein Fahrrad, was man aber ganz klein zerlegen kann. Und die meisten schätzen sehr bei den Easys, dass selbst in Kombis oder in SUVs kriegst du die Dinger einfach rein. Also einfach die Sitzbänke umklappen und da brauchst du nicht mal zum Vorderrad ausbauen. Genau, also wir haben es jetzt ja relativ eingeklappt schon hier stehen. Man sieht es, die Silhouette ist sehr, sehr schmal. Wenn du jetzt die Pedale noch abklappst, kannst du wirklich überall reinlegen. Kannst du eigentlich schon fast zwischen die Sitze schieben, je nachdem, was du für ein Auto hast. Und es ist auch nichts, was irgendwie groß scheuern kann oder reiben kann, sodass du dein ganzes Auto zerstörst. Da ist natürlich ein toller Motor mit dabei. Es ist das Gesamtsystem und die Marke. Ist das wirklich so? Also die Leute haben mir erzählt, mittlerweile gibt es Engpässe bei Easys. Ja, also die bauen ja auch nicht die über hunderttausende Stücke oder so. Die haben limitierte Modelle, wo nur 500 von gebaut werden, 750 die Sondermodelle oder die speziellen Modelle, die vom Paint, also das ist ja, die haben ja in ganz viele verschiedene Farben. Ne? Und hier haben wir ja das Sunny Yellow, ganz neuer Farbton. Und der ist jetzt nicht nass lackiert, sondern schon von dem neuen Werk in St. Ingbert gepulvert. Und du hast normalerweise bei matten Lacken so ein bisschen dunkleren oder so schlichtere Wirkung. Das hier ist absolut strahlend hell. Also wenn das in die Sonne reingeht, dann strahlt das nochmal mehr. Also Enviolo-Schaltung drauf, Gates Carbonriemen. genau. Ein bisschen muss ja der Preis herkommen. Und dann die Verarbeitung, du sagst, da klappert nichts. Eine Absolut. ordentliche Leuchte. Wir hatten ja ordentliche Leuchte. Zu der Qualität, Fertigungs- und Montage und die Qualität danach. Haben ja schon ziemlich viel Ahnung, was so Kompakträder angeht, weil wir haben viele Marken in den letzten Jahren gehabt. Und bei Easy ist es so, das ist einfach die Marke, die sich langfristig echt am besten halt schlägt, was so Fahrtouren und so angeht. So Riese Müller hat ja auch einen Kompaktrad, ne? Genau, das Tinker 2 oder Tinker 1, das ist auch ziemlich gut. Da haben nur viele Leute das Problem mit dem Einstieg. Der ist zu hoch, ne? Der ist, genau, die haben halt dieses Rohr, was hier so ist, und das ist meistens das Problem, dass die Leute dann sagen, nee, komme ich nicht drauf oder willst immer komfortabel im Urlaub benutzen, dass ich auf- und absteige. Ne? Okay. Und So, nimm's mal runter, dass wir mal zeigen. Also der, es ist auch leichter wie die meisten anderen Kompakträder. Ne? du hast einen Griff mit dran, du kannst es super tragen. Genau, also es ist sogar so ausbalanciert, man sieht es gerade schön, dass der Schwerpunkt genau in der Mitte liegt von dem Griff. Also du kannst mit einer Hand ohne Probleme hochheben. So, was wiegt das ungefähr? 20? Nee, 40? noch nicht. Das wiegt 24 so rum, 23 noch was. Gegenüber, also, ja. So, jetzt kommt was Besonderes, auch wieder aus Saarbrücken, bei Schulz. Vorbau, Der Twist, ja. Twist, der kannst du einmal Höhen verstellen und du kannst ihn drehen. Jo. Das ist die Besonderheit. Dadurch kriegst du diese schmale Silhouette hin. Dann hast du hier Zahlen mit drin, dass du auch weißt, wo du bist. Spricht ein bisschen dafür, dass die Leute, es kann von mehreren Personen genutzt werden. Wird es auch oft, oder? Genau, das ist so ein klassisches Familienrad. Da kann jeder mal schnell drauf. Oder für eine Firma auch, oder? Wenn du jemand mal einkaufen fährt. Genau, also gerade hat die Sparkasse eins von uns gekauft hier, also für die ganze Firma. Ist halt super, ne? Also jede Körpergröße passt drauf bis ja, 1,90. Dann wird es langsam eng beim normalen Modell, da müssen wir schon Richtung XXL gehen. Ja. Die Bremsen haben sie auch ein bisschen verbessert. Wir haben jetzt zwar immer noch die 4 Kolben vorne, ne? Aber die Bremsscheiben sind etwas kräftiger geworden. Gell? Die haben halt Also 1,8 sind sie jetzt auf 2,3 mm Dicke. Das heißt, da hat man nicht so schnell den Abrieb, dass man die Scheiben auch wechseln muss. Ne? Ich habe gar nicht gewusst, dass das Best 3-System jetzt auch für den Bosch Performance gilt. Und, aber geht. So. Genau, das ist ja auch das neue Update dann. Ne? Also man sieht es hier an der Plakette, die der Motor jetzt drauf hat. Da siehst du schon optisch, okay, hier ist was neu. Bedeutet halt einfach 10 Newtonmeter mehr als früher. Ne? Das kam mit dem neuen System. Haben wahrscheinlich ein bisschen an der Software einen Haken gesetzt. So. Die können ja meistens mehr, als da drauf steht. So, jetzt mach mal bitte beide Pedale so, dass du fahren kannst. Schalte mal den Motor Soll ich mal anschmeißen? auf eine Männerstufe. Hat er auch Turbo eigentlich? Der hat auch Turbo. So, und jetzt fahr mal. Wenn du es nicht wüsstest, wirst du den Leuten die Augen verbinden. Der ist so leise, dass du es am Geräusch schon hörst. Aber an der Leistung sagst du, der steht dem gar nicht so viel nach, oder? Dem CX. Nee, also es ist kaum noch ein Unterschied. Also 10 Newtonmeter, wie gesagt, sind es nur noch. Ja, man sieht es schon, zieht direkt stark an und super schnell. Also
Ist ja krank, Spaß. oder? Wie der abgeht. Macht richtig Spaß, mehr brauchst du da nicht mehr. Ja, und das, was die meisten berichten, ist, jetzt kommt er gar nicht mehr wieder. Ah doch, da ist er. Dass, wenn du mal drauf sitzt, merkst du gar nicht, dass du auf einem kleinen Fahrrad bist. Nee, es fährt sich tatsächlich wie ein ganz klassisches Trekkingrad, ist halt nur ein Stückchen wendiger durch die kleinen Reifen. So. Ich habe letztes Mal Vater und Sohn in Bischmisheim gesehen. Beide hatten Easys. Und der Sohn hat ein bisschen traurig geguckt, weil die Optik ist ja eher so. Also ich glaube, du musst eher drauf sitzen. Wenn du natürlich ein Mountainbike haben wolltest als Geburtstagsgeschenk und kriegst ein Kompaktrad, wird oft von Leuten gekauft, die pragmatischer sind als Kinder. Also das ist wirklich so, oder? Ja, also ein Jugendrad ist es mit Sicherheit nicht. Du wirst wahrscheinlich eher in den Städten sehen, auf den Campingplätzen, überall dort, wo es halt auch einfach praktisch ist, ein kleines Fahrrad zu haben, das aber die große Leistung bringt. Da fahren die Kinder übrigens wieder gerne. Also weil die ist ja kein anderes Fahrrad da. Aber so als, ja, weil man könnte ja auf die Idee kommen, können sagen, ja, ein kleines, kompaktes Fahrrad, kann das Kind ja mitwachsen. Okay, aber du weißt, was ich sagen will. Also es ist ein sehr pragmatisches Fahrrad, also bei dem du, glaube ich, eher so der Nutzen im Vordergrund steht und diese Kompaktheit, diese Belastbarkeit, aber so die Optik, wenn du halt ein Fahrrad haben willst, was auch noch so ein bisschen eher so Mountainbike-Look hat, dann ist vielleicht das Easy nicht erste Wahl. Kann man eigentlich Mountainbike-Bereifung drauf machen? Stollige? Wir haben tatsächlich sogar schon die Big Betty einmal aufs Easy gebaut. Also das ist wirklich 20 Zoll. genau 20 Zoll Downhill-Reifen. Echt? Ja. Warte mal, jetzt? Der Witz an der Nummer kommt ja noch. Wusstest du das jetzt? Oder es gibt ja jetzt bald eine Version, die haben wir auch bestellt, die nennt sich S10 Adventure. Nee, was ist das? Du hast dann ein neues Modell, was bald kommt mit dicken Federgabeln und dicken Schwalbe Smart Sam Bereifung. Ach, der hat vorne eine Federgabel oder was? Der hat dann bei den Und Smart Sam. und Smart Sam CX und Kettenschaltung. Ja, wird jetzt Smart Sam in 20 Zoll, das gibt's. Das gibt es mittlerweile auch, jawohl. Wird bald kommen. Ja. Geil, dann muss ich direkt alle meine kleinen Räder umrüsten, die irgendwie auf den Smart Sam. Ja, cooles, also könnte man hier auch nachrüsten. Ne? Ja, klar. So, das ist drüben XL? Nee, das ist das gleiche. Ja, das werden wir gleich noch genauer vorstellen. Also, mal ein eigenes Video drüber, denn da sehe ich schon eine fette Sattelstütze bei Schulz mit drin. Und das werden wir euch mal zeigen. Ja, wir sind in Kaiserslautern. Heute ist der, wie viel da haben wir, 4. Mai? Ich glaube, 3. oder 4. 3. Mai. Und ja, so langsam kommt auch der Sommer, hat man das Gefühl. Und Konrad bei Greenbikes, wenn ihr mal einen Fahrradhändler eures Vertrauens sucht, dann fahrt nach Kaiserslautern in die Glockenstraße 4. Öffnungszeiten montags bis freitags von 10 bis um 18 Uhr. Samstags von 10 bis 15 Uhr. Stimmt das? Das stimmt. Und ja, Termine gerne erwünscht und können wir auch vorher und nachher was machen vor den offiziellen Öffnungszeiten. Ja. Ihr habt hunderte Fahrräder da. Probefahren kann man hier direkt vor der Tür. Ihr habt einen verkehrsberuhigten Bereich. Hier kannst du ausgedehnte Probefahrten machen, auch mal eine 20 Minuten. Ihr habt Berge hier vor der Tür, man kann alles testen. Hier schön steil der Berg hoch. Also wenn man hier, die Glockenstraße ist ja verkehrsberuhigt, weil wir hier diesen Wendehammer haben. Ne? Und hier guckt einem auch keiner auf den Lenker oder lässt einen in Ruhe. Und dann, wenn man dann hier, wo der Bus steht, hier entlang hochfährt, kommt auch immer mehr und mehr Steigung. Und da hat man seine Ruhe, kann ein bisschen ausprobieren, Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten, fährt so ein bisschen. Ja. Wer hat denn hier so einen fetten Mercedes-Bus? Ich weiß es gar nicht, aber das Design, Haben wir das gemacht? ja, das habt ihr gemacht, richtig gut, ja. Ja, gefällt mir. Gefällt mir auch. Tschö. Tschö.